Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute wollen wir bei diesem Opel Vectra C, Baujahr 2003, 108 kW, Benziner, bei dem wollen wir einmal die Achsmanschette wechseln auf der Beifahrerseite. Wichtig, da gibt es zwei unterschiedliche Achsmanschettenmöglichkeiten. Ich denke mal, wir werden jetzt die richtige reinmachen, aber ihr solltet darauf aufpassen, dass ihr die richtige bestellt. Da gibt es, ich glaube, von Fahrgestellnummer bis Fahrgestellnummer, also von einer bestimmten zu einer bestimmten. Deswegen, es könnte sein, dass die Achsmanschette, die ihr bestellt, nicht passt. Deswegen bestellt gleich einfach beide. Ihr könnt die dann nämlich auch zurückschicken. Und ansonsten, was wichtig ist bei der Achsmanschette, es gibt Werkzeuge, die zu empfehlen sind, die den Wechsel vereinfachen und was einfach notwendig ist. Und das würde ich euch gerne zeigen. Und ja, alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, los geht's. Ja, die Achsmanschetten ist klar, dass sie zu empfehlen sind, dass wenn man die neu machen will, dass man die dann auch hat. So, folgendes Werkzeug ist zu empfehlen. 118 905, damit ihr die Antriebswellenmutter abschrauben könnt. Hier ist natürlich Werkzeug nicht nur für den Opel, das ist auch VW, BMW, besonders VW, hinten das Ganze, um das Ganze abzuschrauben. Was haben wir hier? Von 24 mm bis 36 mm, die gehärteten, schwarzen, geilen Werkzeuge von Reptools. Kauflink unten in der Videobeschreibung. Dann wichtig, es gibt zwei unterschiedliche Arten von den Achsmanschettenschellen. Und zwar zeige ich die einmal. Vorstellung habt, was ich damit meine, für die, die sich mit Kfz nicht auskennen. Und zwar, die Schelle macht ihr drauf und hier wird das dann zusammengedrückt. Okay. Ich will aber eine andere noch zeigen. Und zwar gibt es unterschiedliche Schellen. Es gibt die meistens bei VW, richtig Edelstahlschellen, wo man die mit der Zange per Hand schon kaum zusammengedrückt bekommt. Und da ist es zu empfehlen, Achsmanschettenzange für Drehmomentbetrieb. Da kann man richtig Power drauf machen. Um das Ganze vernünftig zusammendrücken zu können. Hier das Ganze einmal so ansetzen. Zack. Und dann könnt ihr das Ganze zusammendrehen und zusammendrücken. Versteht sich von selbst. Und dann einmal die Kauflink bzw. Artikelnummer 27019. Und dann gibt es die Achsmanschettenklemmen. So. Ich habe noch ein paar universelle Schellen bestellt. Ist aber leider noch nicht da. Zack. Dann können wir das hier auch zusammendrücken. Das müssen wir halt per Hand zusammendrücken und einmal per, was ist das hier, die mittlere Ratsche. Wenn wir das Ganze zusammendrücken, in der Praxis werden wir das auch gleich sehen, je nachdem welche Schelle wir dort bekommen. Das zu den Zangen, was ihr benötigt. Natürlich Achsmanschette, Fett ist klar. Und das ist ein wichtiges Werkzeug. Die einen oder anderen kennen das, um das Gelenk abzuziehen. Gelenkabziehwerkzeug. Das kann man dann quasi auf die Antriebswelle schnallen. Habt ihr schon öfters bei mir in den Videos gesehen. Und dann kommt hier quasi die Antriebswelle und mit der Mutter schraubt ihr und zieht das Gelenk ab. Die Werkzeuge sind zu empfehlen. Davon die Artikelnummer ist 106749. Ja,
Und wie das Ganze in der Praxis aussieht, würde ich euch gerne zeigen und ich würde sagen, los geht's. Ganz wichtig, Meißel. Wir nehmen die 32 mm Nuss. Schrauben das Ganze einmal ab. Dann machen wir einmal hier das Gewinde sauber. Ich gehe sehr stark davon aus, dass es ausreicht, wenn wir nur den hier abmachen. So, auf der einen Seite habt ihr gesehen, haben wir die Mutter, die 16er Mutter. Und auf der anderen Seite haben wir einen Torx E14. Erstmal mit Hand probieren, ja, bevor man das Ganze mit Schlagschrauber angeht. Aber geht auch so schon gut ab. Zum Glück nichts fest. Und mit einem Schraubenzieher ganz vorsichtig das Ganze runterhebeln, nicht auf die Manschette, Druck ausüben. So, jetzt müsst ihr aber aufpassen, dass ihr das Ganze nicht zu weit rausfallen lässt, damit die Antriebswelle nicht getriebeseitig bei euch rausspringt. So, und gleichzeitig könnt ihr die Mutter draufschrauben von der Antriebswelle, die wir abgeschraubt haben, und könnt dann gleichzeitig, während sich das Ganze hier löst, das Ganze leicht mit rausklopfen. So. Und jetzt sollte das als nächstes machen wir hier die Bremsleitung, die Klammer davon ab. Klack. So. Dann haben wir hier schon mal mehr Möglichkeiten. Jetzt haben wir Folgendes zu tun. Natürlich zu prüfen, dass die Schelle bei euch passt, beziehungsweise die Manschette. Dann machen wir einmal die Schellen ab. Hier kann man sehen, wo die kaputt ist. Da. Wir das Ganze abmachen. So, alte Fettschelle, alles einmal wegmachen.
So, ich zeige euch einmal, wie das Ganze aussieht. Da könnt ihr das Ganze dann einmal sehen. Und hier muss man, es gibt solche speziellen Zangen, wo man diesen Springring auseinanderdrückt. Kauflink unten in der Videobeschreibung. Jetzt komme ich hier selber nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, dieser Springring muss auseinandergedrückt werden. Es gibt, sage ich mal, unterschiedliche, da, dieser Ring hier, der muss auseinandergedrückt werden. Und dann springt er bei euch, beziehungsweise ja, rutscht ein bisschen weiter runter oder ihr schlägt ein bisschen dagegen und dann kommt das Ganze meistens schon raus. Wenn nicht, dann müsst ihr den Abzieher ansetzen, das Ganze auf Spannung halten und das Ganze dann einmal entriegeln. Es gibt aber auch Achsmanschetten bzw. Antriebswellengelenke, da sitzt ein Springring, ich zeige dir mal eben, da sitzt meistens so ein Ring auf der Antriebswelle drauf. Und ihr könnt euch mal die VW-Videos angucken, die haben das meistens. Und durch das Abziehen macht man hier solche Rillen rein und dann muss der einmal neu. In dem Fall den Springring, der hier jetzt drauf ist, den können wir alt lassen. Und ich zeige euch aber, wie man den Abzieher noch ansetzt, falls man eine andere Variante hat. Nehmen wir den Gelenkabzieher und schrauben die zwei Schrauben einmal ab. Und stellen das Ganze jetzt erst einmal ein, in welchem Bereich wir den circa brauchen. Sagen so in dem Bereich. Das Ganze einmal drauf und die Schrauben. Dann die Mutter einmal ansetzen. Und die einmal sitzen. Fest. So, jetzt einmal vernünftig sauber. Jetzt machen wir die Schelle drauf, die Manschette drauf. Ja. Und als nächstes die drücken wir Fett rein. So. Jetzt die Schellen einmal wieder drauf. So. Und jetzt zeige ich euch das mit den Zangen. So, wenn ihr dann die passende Position habt für eure Achsmanschette, die Schellen angesetzt habt,
Dann habt ihr die Möglichkeit, das Ganze mit 2 Zangen zusammenzudrücken. Die ist jetzt schon zu groß. Ne, oder? Ne, das passt. So, einmal mit der Zange zusammendrücken. Das funktioniert schon mal nicht. Dann müssen wir doch mit der anderen das Ganze zusammendrücken. Geht das mit der hier klappen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Also die Schellen sind mittlerweile so. So. Verschoben. Und dann haben wir das schön fest. Ja, und dann können wir das Ganze wieder zusammenbauen. Und dann können wir das Ganze wieder ansetzen. So. Und dann kann man das Ganze wieder festmachen. Und dann das Ganze einmal mit Newtonmeter festziehen. Wichtig, die Scheibe anschließend den Bremsreiniger einmal drüber. Ja Leute, und so in etwa kann das Ganze aussehen, wenn man die Achsmanschette wechseln möchte. Natürlich Räder mit Drehmoment festziehen. Und ja, alle wichtigen Werkzeuge sind unten verlinkt. Abzieher verlinken wir auch, obwohl es ohne geht bei dem Modell, aber typische Achsmanschettengeschichte sind diese Werkzeuge zu empfehlen. Kauflink unten in der Videobeschreibung. Mit dem Rabattcode VitaWolf kriegt ihr nochmal 5% drauf und die Zangen machen wir auch rein, um diese Schellen auseinanderzudrücken. Ja, alles unten verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ja, wenn es euch auffällt, schreibt das unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!